In diesem Video geht es um Prellböcke auf der Modellbahn. Wie bereits in Teil 1 und Teil 2 der Videoreihe zum Bau des H0-Moduls Abstellung mit Betriebshof gezeigt, werden davon eine ganze Reihe benötigt. Wie auf dem Bild zu sehen, hatte ich dazu bereits das zum C-Gleis passende Märklin-Modell eines Prellbocks mit Beleuchtung angeschafft. Auf dem bisherigen Anlagenteil habe ich nur wenige, kaum sichtbare Prellböcke verbaut. Insofern hatte ich mich auch mit einer vorbildnahen Umsetzung bislang nicht beschäftigt. Hier zu sehen die 3 Prellböcke, die halbwegs einsehbar sind. Das Dilemma war also, dass die Märklin-Prellböcke bereits angeschafft waren, diese den Vorbildern aber nicht wirklich entsprechen. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf den YouTube-Kanal von Thorstens Mobawelt gestoßen, der im Schwerpunkt ausgefeilte Gleisplanung anbietet. Hier findet sich aber auch ein Video, das genau mein Problem trifft. Nach einer Diskussion, warum Märklin den Prellbock wohl so gestaltet hat, wie er ist, wird eine Umbauanleitung gezeigt, die zu den hier wiedergegebenen Resultaten führt. Mangels ausreichend handwerklichem Geschick habe ich mich dann aber für eine andere Lösung entschieden. Da das geplante Seminar von Herrn Gauss alias Kunstmichi aufgrund des Lockdowns leider nicht zustande kam, habe ich ihn angesprochen, ob er direkt etwas für mich tun kann. Da ich ihn vom Umbau der bereits vorhandenen Märklin-Prellböcke nicht überzeugen konnte, kam letztlich eine andere Lösung zum Tragen, die er bereits im Modelleisenbahner Spezial Heft Nummer 24 erläutert hatte. Zunächst soll eine kleine Bilderstrecke einen Überblick über die heute auf deutschen Gleisen zu findenden Prellböcke geben. Dabei sind alle von mir nicht selbst geschossenen Aufnahmen mit einer Quellenangabe versehen, für die mir auch eine Genehmigung zur Verwendung vorliegt. Hier zu sehen der klassische Ravi-Prellbock mit durchgehender Holzbohle, aufgenommen im Bahnhof Göttingen. Den Prellbock gibt es auch mit geteilten Pufferbohlen und in neuerer Form mit Gummipolster. Hier zu sehen im Bahnhof Westerland auf Sylt mit einer für Hauptstrecken üblichen SH2-Scheibe und einem roten Nachtlicht. Wie auf diesem Bild zu sehen, ist eine Nachtbeleuchtung nicht immer vorhanden. Neben dem Klassiker als Festprellbock sind heute direkt daneben auch diverse weitere Varianten zu finden. Hier zum Beispiel in Westerland ein hydraulischer Bremsprellbock. Eine weitere Variante sind die Scherenprellböcke, wie hier zu sehen im Hauptbahnhof Wiesbaden eingesetzt. Im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main findet man dann wieder hydraulische Bremsprellböcke. Hier in Reihe stehend Varianten der Firmen Ravi und Klose. Daneben gibt es diverse Spezialformen, wie hier zu sehen ein klappbarer Prellbock im Chempark Daumagen. Einige der neueren Modelle sind mit Aufnahmen für spezifische Kupplungstypen versehen. Nun zur Umsetzung auf der Modellbahn. Da die Verwendung der Märklin-Prellböcke ja ausgeschieden war, ging es also nun um die Patinierung der hier gezeigten Rocco-Variante. Nach entsprechender Beauftragung hat Herr Gauss 7 Modelle aufgebaut und koloriert. Die Umsetzung ist absolut toll gelungen. Die verwendete SH0-Signaltafel passt perfekt zum Rangierbereich mit Abstellung. Es folgen nun einige Bilder der auf dem Modul eingebauten Modelle. Auch Zubehörfirmen wie zum Beispiel Weinert und Auhagen bieten diverse vorbildnahe Modelle an. Näher betrachten möchte ich aber nun noch 3 Neuheiten des vergangenen Jahres. Zunächst ein hydraulischer Bremsprellbock als Funktionsmodell von Modellbahn Union. Das Rückstellen wird durch eine Feder realisiert. Die Kolorierung erfolgt, anders als auf den Vorlagen von Modellbau Union in Gelb, mit blauer Farbe. Die Hydraulikstangen und Verschraubungen werden in Silber lackiert. Die Funktion bleibt nach einer dünnen Lackierung uneingeschränkt vorhanden. Eine nicht im Lieferumfang enthaltene SH2-Scheibe habe ich nachgerüstet. Auch in Blau kann der Prellbock auf dem Gleis überzeugen.
Eine Neuheit sind auch die Klappprellböcke von Faller. Die Kunststoffteile habe ich mit gelber Abtönfarbe nachbehandelt und die Kolben silberfarben lackiert. Für den Puffer gibt es im Bausatz einen schwarzen Aufkleber, den ich jedoch durch Farbe ersetzt habe. Ebenfalls enthalten ist die SH2-Scheibe. Sowohl stehend als auch umgeklappt ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit dem Vorbild. Eine weitere Neuheit von Faller ist ein Prellbock mit Scherenbremse. Auch hier habe ich die Kunststoffteile wieder mit Abtönfarbe nachbehandelt. Mit etwas Pulverfarbe soll ein rostiger Betriebszustand erreicht werden. Eine SH2-Tafel gehört wieder zum Lieferumfang. Zum Abschluss noch einige Eindrücke der Prellböcke mit und ohne Scherenbremse auf dem Modul. Das war's dann zum Thema Prellböcke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.